und dass wir oben denen mal zeigen, wer das Volk ist. Wer den Hammer in der Hand hat. Du weißt, was ich meine. Die retten sich selbst. Sigi, komm da runter, das ist doch verrückt. Leckt mir an die Füße. Ich ärgere mich in meine Bude, wo ich will. Ich gebe dir ja recht, dass sich manche auf ihrer Glitzertour von uns entfremdet haben. Nicht eine Autobahn. Alle 20 hier im Ruhrgebiet gehören gesperrt. Und mit einem Betonmischer würde ich den Abgeordneten ihre Garagen und Gärten zukippen. Tonnenweise. Damit es auch schön trocknet. Jetzt gibst du mal die Flasche hier, aber sofort. Hände weg! Das war doch bisher nur reiner Maskenball, war das. Einmal mit der Kumpelsstraße rauf und runter. Musst du mal zugucken. Mit dem Schutzhelm, den sie sich geliehen haben. Schön die Fackel halten. Schwatte Nasen haben sie sich gemacht. Von wegen der Betroffenheit. Und anderen Tags, wo sind sie da? Da sind sie im nächsten Hotel. Pfötchen schütteln. Auf Kampfspesentournee. Das sind die Schickimickis der Betroffenheit. Bis heute hast du ja noch immer dein Stück abgekriegt vom Verteilungskuchen. Du hast vielleicht die Ruhe weg. Du musst auch nicht nach Sindelfingen oder wo sie dir die letzte Hacke geben. Wenn überhaupt beim Arbeitsamt irgendwas drin ist. Die kommen doch erst noch alle, die Leute. Aus der Walachei, die Polacken. Hier haben die Brüder aus dem Osten immer noch ihren Platz gehabt. Wie dein Urgroßvater. Meine Mutter selbst war ja auch ein halbes Russenmädchen, als sie nach Berlin kam, du Idiot, du. Ich habe keine Hoffnung. Du tust ja gerade so, als wenn schon was passiert wäre. Was weißt du denn, was schon längst passiert ist? Ihr haltet nicht zusammen. Und da ist noch was. Wer Schulden hat, der muckt nicht auf. Das ist doch Quatsch. Je mehr die entlassen, damit umso zahmer haben sie uns gemacht. Und das sind die Folgen von diesem Klamottenrausch. Weil wir eine Pumpgesellschaft geworden sind. Da ist doch jeder jahrzehntelang bei irgendeiner Bank verschuldet. Na, zum Beispiel dieses Haus ist doch viel zu teuer für dich. Wegen der Autos und diesem ganzen Firlefanz, den doch kein Mensch wirklich zum Leben braucht. Da sind doch schon viele zum Haustier geworden. Und ihr habt zugebissen damals, wa? Damals. Bei Willy Brandt. Die echten Tiger. Was habt ihr denn mit euren gewaltigen Zähnen geschafft? Gar nichts, Opa. Überhaupt nichts. Die Zechen sind doch heute alle zu. Ihr habt für den Arsch gekämpft. Wir haben verloren, ja. Wir waren immer zu wenig. Wenn Polizei und Fernsehen und Intelligenz, ich meine die bestochene Intelligenz, auf der Geldseite stehen, hilft nur eins. Und das hat die DDR-Befreiung bewiesen. Totaler Ungehorsam ohne Waffen. Zeigen wir des Volkes. Das kriegst du nie zusammen. Ich bin noch mitgegangen. Mit den 85.000. Ende März auf den Fackelzug nach Bonn. Und eigentlich alle haben wir gewusst, dass das nichts bringt. Ja, ich meine das nicht persönlich, dass ihr keinen Mut habt. Aber schimpfen allein reicht nicht. Ja, wie hättest du denn gern? Dass ich mir die Gartensichel bei dir abhol? Durch einen Kromme-Club die abrasieren? Wie ein Amokläufer? Da habe ich schon längst selber drüber nachgedacht. Das kannst du mir glauben. Von denen müsste mal eine so bluten wie wir. Generalstreik? Und weil der nicht ist, sind wir jeder enttäuscht. Wir waren immer bei der SPD zu Hause. Da bin ich nicht so aus. Das ist ein Partyservice, ist das. Für die Aufgestiegenen. Nicht für das kleine Volk.
Merkst nicht, woran die scheitern? Die wollen alles auf einmal, diese Herrscher. Ich soll nett sein, sympathisch für den Wähler, allseits beliebt. Aber auch soll ich kämpfen, ungehorsam sein, Opposition. Aber wiederum nicht auffallen, weißt du? Schön gemäßigt. Tolerant bleiben und keinem auf den Sack gehen. Sag mir warum. Sag mir einen guten Grund, warum ich einen Stahlaktionär, der mich abschafft, für eine Blüte der Menschheit halten soll. Weil ich SPD bin? Prima. Weil ich tolerant bin? Na, da bin ich doch so tolerant, dass ich wahnsinnig bei werde. Die haben doch mit dem kleinen Volk überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ein Partyservice für die Wirtschaftskapitäne. Die wollen ihren rosa Bettverleger nicht verlieren. Nee. Haben ihn hier im Parteihaus, in August Bebel, Schöningen und Wiener und Brandt. Und weißt du warum? Damit sie edelgesinnt ins Bett gehen. Mit einem schönen Gefühl. Und lesen wie die Bekloppten schöner wohnen. Ich will dir was sagen. Unter jedem Aufsteiger gibt es 10 Runtergetretene. Und das hat diese Partei vergessen. Meinst du, so ein Rundumschlag bringt was? Na, weil in diesem Staat nur der Besitzer geschützt ist, aber nicht die Nackten und die Gekränkten. Das siehst du so in deiner Wut? Und die haben doch den Aufstieg geschafft. Haben nur selbst ihre geilen Vorgangs im Business. So Überdemokraten. So wie dieser Dieter Dernemeyer, früher von den Jusos. Der macht er ganz wild einen auf links und radikalen Rechtsanwalt von der armen Mieter in der Nordstadt. Und plötzlich ist der halbe Privatpuff in seine Kralle. Hausbesitzer. Was haben die noch mit unserem Volk zu tun? Das sind da alles Studienräte, Juristen, Immobilienmakler, diese ganzen neuen Oberroten. Angstherrsche. Am 1. Mai im neuen Anzug, dann blasen sie uns was von wegen Stahlkrise. Was sie wirklich meinen, dass sie bei der VW im Vorstand gerne wären. Mit 40.000 jeden Monat. Schöner Wohnen. Zu Hause bei der SPD. Ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich gewesen bin. Ich fühle mich so, als hätte ich schon den Stempel abgeschoben. Sie haben den Flüssigofen in Dortmund ja nicht zugemacht. Mensch, schlägt mir eine Tüte! 2400 Leute müssen trotzdem gehen. Es ist doch noch nichts passiert. Was weißt du denn, was schon längst passiert ist? Ja, nichts ist passiert, oder hast du was gehört? Ach, Kacke, verdammte! In jedem Zimmer hängt einer rum, der nervt. Da brauche ich überhaupt nicht mehr nach Hause zu kommen. In deinem Zimmer, Hanno. Was ist das mit dieser Fahne und dem Flugblatt? Ich hab's gesehen. Was für ein Flugblatt? Kameradschaftsabend, nationale Liste. Das ist meine Sache. Das glaubst du? Ich habe irgendwas über für die deutsche Idee. Lag unter deinem Pulli, als ich eine Decke für Oma gesucht habe. Was soll das, ey? Das kriegst du doch heute überall geschenkt. In 10 Minuten. Wenn du nicht zurück bist, kannst du mich suchen. Da bin ich nämlich abgehauen. Genau das. Genau das, was du willst. Dass du hier die Bedingungen stellst und ich bin der Kasper. Ich könnte ja zum Beispiel auch mal die Gründe haben. 10 Minuten. So einen Idiotenterror machst du nicht mit mir. Du kommst sowieso wieder zurück. Letztes Mal von deiner Freundin Antje. So ein Mann, der sieht, was an mir dran ist, finde ich immer noch. Kurzsichtig. Ich war so alt wie du, da gab's schon mal solchen grässlichen Unsinn. Für die Dekassierten und Enttäuschten lauter Geschenke, weil sie unten waren. Und da kam einer und sagte, ihr seid wieder oben, wenn ihr auf die Juden haut.
Auf die Schwulen und auf die Roten, da seid ihr alle wieder ganz vorn. Diese Belehrung, ey. Was soll das? Weil du enttäuscht bist. Ich bin überhaupt nichts, hör auf. Junge, lass uns über alles reden, über das in deinem Beruf, über die Rita, über alles. Hör auf mit dieser Nutte, die kann mich mal. Die haben doch heutzutage alle nur noch wegen Aufstieg die Fotze am Tropfen. Und da sind wir eben für den Sittenwert der Reinheit. Wie bitte? Sittenwert der Reinheit. Das ist doch fürchterlicher Kitsch. Wo hast du denn diesen Schluss gelernt? Und du? Mit deinem Sozi-Kitsch? Der ganze Kacke von früher? Dann bring's mir bei, was war denn falsch? Dass man die Affen, die einen eine Gosse runterbraten, auch noch selber wählt. Und was tun sie? Gar nichts. Der hat dafür einen Friedenspreis gekriegt. Dein Willy Brandt. Damit wir alle friedlich sind. Und? Nichts passiert. Was hast du vom Vater, der redet auch über so ein dummes Zeug. Und da hat er ausnahmsweise recht. Die Billiglohnzuwanderung, die ganzen Mischvölker, die sich an unseren Erfolg dranhängen. Hier der ganze Norden ist doch fast im Eimer. Total versifft, ey. Nur noch Alks und welche, die stempeln gehen. Und deine Rita? In Stavros Café. Pack mich nicht an! Du willst mir einen in die Fresse hauen? Mach das! Dann hast du dein Deutschland hier zu Hause! Weißt du, wie das für mich ist? Das ist für mich wie ein Kopfschuss. Junge, das hatten wir schon mal. Und wir sind dran kaputt gegangen. Muss doch nicht irgendwie ein toller Hecht sein. Ganz normal, lustig, die Fragen. Ja. Kannst doch ruhig sagen, dass du aufgeregt bist. Das sind die süßen Tüten auch. Die sehen nur äußerlich meist abgebrühter aus. Wie Frauen halt eben so sind, wa? Da sagst du zum Beispiel einer auf der Straße, dass er schöne Möpse in der Bluse hat. Und dann ist er direkt empört. Aber später dann, zu Hause, da kann das gut sein, da findest du das gut. Und freut sich. Ist okay. Ja. Komm. Ich werd hier verrückt. Ich mach mich kaputt und die merken es nicht. Ich wollte nur sagen, mir geht's auch nicht gut. Du bist noch nicht versorgt. Ich weiß auch nicht wie oder was. Ich wundere mich selbst, dass ich nicht irgendwas mal kaputt haue. Dauernd will ich, tu's aber nicht. Als ob ich noch vernünftig wäre. Ich könnte ruhig mal zuschlagen. Weißt du, was man wirklich mal machen müsste? Ein Zeichen setzen. Wir haben mit den Kollegen überlegt, man müsste einem aus dem Vorstand sein Kind entführen. Und am Ofen irgendwo verstecken. Und um das Stahlwerk ringsherum eine Barrikade ziehen. Und dann draußen bei den Medien ultimativ fordern in der Kamera, dass jetzt verhandelt werden muss bis zu dem Ergebnis, dass keiner mehr entlassen wird. Und wenn die oben dann nicht wollen, dann passiert was im Wind. Und wenn die dann nach 2 Tagen uns immer alle noch verschaukeln, dann kriegen die ein Video geschickt, da fällt das Kind in den flüssigen Stahl.
fürchte nicht wirklich. Der zieht nur so aus. Aber dass die endlich mal erschrecken. Wie alles so zerbricht. Setz dich, Zigarette aus, lauter. Was soll das, ey? Nicht jeder Neger? Hast du sonst nichts zu tun? Das schon wieder. Jeden Abend. Schluss jetzt. Dortmund. Da ist was von uns. Das ist doch Elbing. Grüne Tanne. Und bei den Opfern soll es sich nach den ersten Berichten... Kampfkraft Deutschland! Macht euch mal vom Acker hier. Salz in die Wonne! Macht euch vom Acker. Bei den Opfern soll es sich nach ersten Berichten, die sind noch unbestätigt, um eine 34-jährige, wahrscheinlich tamilische Frau gehandelt haben. Ich will es wissen. Was wegen Papa? Nein. Ob du mit diesem Feuer was zu tun hast. Wieso? Frag mich, wieso. Du bist gefallen, als du weggelaufen bist. Mit deiner Hand, mit der aufgerissenen Hose, ist das so passiert? Du denkst... Vielleicht kommt's nicht raus. Aber ich muss es wissen. Willst du jetzt durchdrehen? Da war eine Frau mit einem Hund, erinnerst du dich? War eben in den Nachrichten ein Interview. Sie hat 3 Jugendliche wegrennen sehen. Was willst du? Als einer die Jacke hochzog übers Gesicht, sagte sie, er hatte kein Hemd drunter. Wie du. Genau wie du nach Hause kamst. Mit dreckigen Händen was getrunken. Wie du geredet hast. Du warst doch gar nicht richtig da. Ihr habt was getrunken und sie haben dich reingerissen, sag's mir. Lass mich. Ich lass dich nicht. Ich hab dich immer lieb gehabt. Auch jetzt. Auch wenn ich merke, dass du nicht mehr gern zu Hause bist. Das ist nicht mehr mein Zuhause. So nicht. Du gehst ja nicht weg, du redest mit mir. Du schreibst mir auf, wo du warst und mit wem und alles werde ich überprüfen. Und wenn ich mich geirrt habe, dann falle ich auf die Knie und bitte dich um Verzeihung. Du guckst mich an wie ein Gespenst. Du weißt doch, wer ich bin. Hallo. Du brauchst auch nicht mehr so zu tun. Ich hab dich doch nie verraten. Da ist auch nichts zu verraten. Was habt ihr beiden denn? Ah, ich hab schon geahnt, da hat die Nase voll. Warte, geh vor die Schublade. Was? An der Spüle, wo das Besteck ist, wo die Messer drin sind. Jetzt tut sich was an. Was ist denn passiert? Ich glaube, er war dabei, der ohne Hemd, der Dritte. Bei was jetzt? Bei diesem Haus, bei diesem Mordanschlag. Ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß es. Ja, das kannst du doch nicht einfach so sagen, Ingrid. Die dreht doch durch. Sieht nur noch Scheiße. Was mich auch nicht wundert bei dem da. Was drehst du ab bei dem? Dann sag mir, wo du warst! Das muss man sich mal reinziehen. Ich soll hier beweisen, dass ich nicht dabei war. Weißt du, was geht, du Idiot? Da ist eine Frau mit Schädelbruch, wo keiner weiß, ob die zurückkommt. Eine Mutter, die eine schwarze Haut hat und Kinder, die er gar nicht kannte. Geh ich schon wieder. Könnt ihr machen, was ihr Lust habt. Bleib hier. 2 haben sie eben übrigens schon gekriegt. Mit Geständnis. Gerade im 3. Ich habe umgeschaltet. Du musst es ihm sagen. Die blöden Heinis, die sind gesehen worden. Wir haben so einen Benzinkanister hochgestellt. Offen. Mit so einem Zündklumpen irgendwie draufgeworfen und batsch. Die multikulturelle Bude stand in Brand. Der Malerkombi, das haben sie zugegeben, mit der Leiter aber voll geklaut. Was ich gesagt habe, sag's ihm. Wie zugegeben. Ich gehe jetzt schön ins Bett und fertig. Pack mich nie wieder an. Kann mir einer mal sagen, was ich hier noch soll? Vielleicht ist ein Unglück passiert. Dann ruft doch die Bullen. Was? Welche Bullen? In meinem Haus brauche ich keine Bullen. Was ist denn los? Weil ich dabei war. Bei was? Das hat mit Krieg zu tun. Das wird jetzt endlich durchgezogen, dass das klar ist. Dein Gerede, Sigi. Ja, Arschlöcher, ihr könnt mir alles nehmen, nur nicht das Recht, Deutscher zu sein. Sag mal, bist du besoffen oder was? Das ist doch alles fürchterlich. Ich schäme mich so für euch.
Moment mal, was ist denn jetzt los? Gib mein Schicksal her für alle, die nichts tun. Die immer nur warten und quaken. Mit meinem Hemd. Das haben wir angezündet und da reingeworfen. Du hast dein Hemd da rein... Die müssen mal ihre Rechnung kriegen, damit sie sich bei uns nicht mehr blicken lassen. Bei dem Scheiß? Da hast du da etwa nicht mitgemacht, Hanno. Verstehst du, die stören? Das ist für uns der Albtraum, dass wir übervölkert werden. Da sind wir dagegen. Ah, du bist doch gestört, Hanno. Und sonst eines Tages die Kinder aus dem Kindergarten kommen und sich allermäßig auf den Teppich werfen. Richtung Osten. Ja, was sind denn das für Redensarten? Hanno! Deine dummen Sprüche, Siggi! Totschlag ist das. Dein ganzes Leben hast du dir versaut. Ich fahr zu dieser Frau ins Krankenhaus. Was heißt denn das? Ich hab vielleicht in der Richtung mal was gesagt. Aber darüber reden, Hanno, und ein Haus verbrennen, das ist doch wohl ein Unterschied. Das hilft ihm jetzt nicht mehr. Dein Sohn ist ein Verbrecher. Da sind sie schon. Und dass das in der Zeitung steht. Und das Haus. Hanno, ich kann doch das verdammte Haus nicht mehr bezahlen. Als ob das jetzt wichtig ist. Wichtig, Ingrid. Ist das nicht wichtig, dass ich entlassen werde? Du hast mir nichts gesagt. Der Meister hat mich heute Morgen angerufen. Du kannst mir denken. Weg. Ist weg. Das ist dann so, wenn die Gespenster wieder durch die Straßen gehen. Wir sind nicht da.